Die Abenteuer von Bernd Schäferhund und Trixie Dackel. Folge 2. Der Maulwurf. Ein neuer Morgen hat begonnen. Ganz langsam erwacht die Nacht zum Tag. Man hört immer mehr Vögel zwitschern. Bernd reckt sich und streckt sich und gähnt dabei so laut, wie es nur der echte Bernd Schäferhund kann. Er öffnet seine Augen und ist verwundert. Wir haben doch nicht etwa mitten in der Nacht, oder? Fragt sich Bernd. Wo ist denn Trixie? Normalerweise weckt sie mich doch mit einem kräftigen Satz auf meinem Rücken. Bernd gähnt erneut, danach steht er auf, trottet aus seinem Körbchen und schüttelt sich. Er fängt an, die direkte Umgebung um sein Körbchen herum im Eiltempo zu beschnuppern. Hier riecht gar nichts nach Trixie, murmelt Bernd verdutzt. Sie muss noch schlafen, denkt sich Bernd. Er macht sich auf den Weg, sie zu suchen. Als erstes findet er seltsamerweise schmutzige Pfotenabdrücke in der Nähe von Trixies Körbchen und viele kleine Häufchen Erde. Er schnuppert weiter, bis er mit seiner feuchten Nase an die Gartentür stößt. Verwundert schüttelt er sich kurz und hat plötzlich eine Fährte aufgenommen. Aber das ist ja nicht nur Trixie, schnauft Bernd. Da ist etwas im Busch. Bernd schnellt durch die Gartentür mit lautem Gebell, um Trixie zu warnen. Trixie hört Bernd rufen und springt hinter einem Baum hervor. Psst, Bernd, sonst verscheuchst du Edwin. Sei leise, bitte. Ich habe ganz vergessen, dich zu wecken, Berndchen. Ich habe einen neuen Freund entdeckt und dabei die Zeit ganz vergessen, rechtfertigt sich Trixie. Edwin, fragt Bernd. Ja, sagt Trixie. Komm, Bernd, ich mache euch bekannt. Bernd trabt hinter Trixie her, als sie plötzlich anfängt, unruhig zu werden. Edwin, wo bist du denn? Eben warst du doch noch hier. Ich will dir Bernd vorstellen. Ich habe dir doch von ihm erzählt. Keine Spur von Edwin. Trixie wird nervös. Bernd fragt mit beruhigender Stimme. Vielleicht musste er wieder zurück. Nein, nein, sagt Trixie. Ich habe doch noch mit ihm gesprochen. Er ist hier ganz in der Nähe. Er hat sich bestimmt nur erschreckt. Du wirst schon sehen, Bernd. Plötzlich türmt sich aus dem Nichts ein Erdhügel auf dem Rasen auf und ein kleines, dunkles Tierchen kommt zum Vorschein. Er schaut die beiden mit zusammengekniffenen Augen an. Edwin, bellt Trixie laut. Da bist du ja, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Das ist ja ein Maulwurf, Trixie, grinst Bernd. Ja, Bernd, ein Maulwurf. Er wohnt auch hier in unserem Garten. Hallo Edwin, sagt Bernd freundlich. Edwin grüßt Bernd mit immer noch leicht zugekniffenen Augen. Wir Maulwürfe sehen nicht allzu gut, Bernd, falls du dich mit Maulwürfen auskennst. Wir haben andere Fähigkeiten. Sieh dir nur meine Hände an. Die sind wie Schaufeln. Und unter der Erde brauchen wir unsere Augen auch nicht. Schon gut, meint Bernd. Ich meine, ich habe das mit den Augen sogar schon mal über Maulwürfe gehört. Aber ganz ehrlich, Edwin, meine Nase funktioniert bei mir auch besser als meine Augen, sagt Bernd. Na. Nicht nur bei dir, Bernd, korrigiert ihn Trixie. Das gilt universell für alle Hunde. Und ausgebildete Spürhunde sind sowas wie Superhelden in der Hundewelt. Edwin ruft Trixie etwas näher zu sich. Trixie, meine Liebe, sei mir nicht böse. Aber ich muss weiter Höhlen graben. Ich bin ein Maulwurf und kein Hund. Meine Welt ist hier unten. Aber du kommst uns doch noch mal besuchen, Edwin, oder? Fragen Bernd und Trixie gleichzeitig. Ja, aber jederzeit doch gerne, antwortet Edwin. Siehst du, Bernd, Edwin ist ein echter Freund. Aber sei mir nicht böse. Ich war ja die halbe Nacht wach. Ich muss mich jetzt hinlegen, denn ich will ja fit sein. Für morgen. Für unser neues Abenteuer.